Joaquín hat an diesem Morgen ein sehr, sehr hohes Tempo. Fast scheint es, als liefe er vor etwas davon. Das letzte Telefonat mit seiner Frau verlief nicht besonders harmonisch, was bedeuten wird, dass er bald nach Hause zurückkehren muss. Ich habe es nicht so eilig wie er und genieße den Weg, der uns heute durch einen Pinienwald führt. Pinienwälder sind typisch für die Provinz von Madrid und tatsächlich liegt unser heutiges Etappenziel, San Martín de Valleiglesias, im äußersten Südwestzipfel der Provinz von Madrid. Etwas seltsam ist es trotzdem, dass Joaquín nirgends auf mich wartet. Als ich den Wald hinter mir lasse und eine Landstraße erreiche, fehlt von Joaquín jede Spur. Nur 2 unbekannte Pilger sind plötzlich vor mir aufgetaucht. Sollte er weitergelaufen sein und nicht auf mich gewartet haben? Nach einem Anruf sehe ich ihn hinter mir aus dem Wald kommen. Statt den gelben Pfeilen zu folgen, hatte er nur sein GPS-Gerät im Blick und hat sich verlaufen. Eine Tendinitis macht sich bei ihm bemerkbar. Wir laufen weiter, aber Joaquín rennt zum Glück nicht mehr ganz so schnell wie am Morgen. Peregrino. Sogar wilder Spargel wächst am Wegesrand. Suelen ser más verdes que esto, ¿eh? Sí. Pero vamos, así también. In San Martín de Valleiglesias gibt es eine urige Pension mit rustikal eingerichteten Zimmern und einer Bodega aus dem 18. Jahrhundert, in die wir erst einmal einen Blick werfen. Danach ruhen wir uns von den Strapazen der heutigen Wanderung aus. Fast bekommen wir kein Mittagessen, da es sich um einen Feiertag handelt und sich die Nähe zu Madrid in einem regen Ausflugsverkehr bemerkbar macht. Die Tische in den Restaurants sind alle besetzt. Schließlich finden wir einen Tisch in einer Pizzeria und stärken uns, bevor wir den hübschen Ort erkunden.
Wir werden bald die Provinz von Madrid hinter uns lassen und die Grenzen nach Castilla y León überschreiten. In dieser Gegend kommen viele Blauelstern vor. Sie sind jedoch sehr viel scheuer als die deutschen Elstern und fliehen, sobald ich die Kamera auf sie richte. Während in Castilla-La Mancha hauptsächlich Getreide angepflanzt wird, springt die Nutztierhaltung hier direkt ins Auge. Das gebirgige Terrain lässt sich nicht so intensiv nutzen wie die flachen Ebenen der Meseta. Vor uns ist ein Pärchen aus Österreich, mit dem wir am Vortag zusammen Pizza gegessen haben. Wir werden sie aber nicht einholen, da wir erst einmal einen Blick auf die Toros von Guisando werfen wollen, die im 2. Jahrhundert vor Christus errichtet wurden und steinerne Zeugen der Besiedlung durch den keltischen Stamm der Betonen sind. Vermutlich werden wir die beiden österreichischen Pilger gar nicht mehr sehen, denn sie wollen in Cebreros bleiben, während wir weiter bis San Bartolomé de Pinares wollen, um uns dort mit Alfonso zu treffen. Natürlich nur, sofern Joaquins Sehenscheidenentzündung nicht schlimmer wird. Seit gestern nimmt er Schmerztabletten. Joaquin ist begeistert von der heutigen Etappe, denn wir wandeln auf den Spuren der Geschichte. Wir folgen auf unserer Route der spanischen Königin Isabella Católica, die im 15. Jahrhundert durch ihre Hochzeit mit Fernando von Aragon die kastilische Krone mit der von Aragon vereinigt und damit den Grundstein für das heutige Spanien gelegt hat. Ihr Halbbruder Enrique IV., der ihr nicht gerade in inniger Geschwisterliebe verbunden war, hatte ihr an den Toros von Guisando den Titel Prinzessin von Asturias verliehen und sie damit offiziell zur Kronprinzessin und seiner Nachfolgerin erklärt. Hola, por fin tenemos un sendero desde que hemos salido de Valencia. Ahora hacemos senderismo.
Sí, al destino total nos quedan, espérate, 20,7 hasta San Bartolomé. Uf. Ahora el clásico. Peregrino pasando el puente medieval. Kurz vor Cebreros, wo ich 3 Jahre zuvor mit Ivan übernachtet hatte, verpassen wir offenbar einen gelben Pfeil und landen plötzlich auf der Landstraße. Im Städtchen selbst machen wir ausgiebig Pause in einer Bar, ehe wir weiter marschieren. Mira si me vas a hacer una foto. Der nun folgende Anstieg ist einer der steilsten auf dem ganzen Camino und morgens fällt er sicherlich leichter als nach etwa 18 schon gewanderten Kilometern an einem warmen Nachmittag. Wie so oft offenbaren die modernen technischen Geräte einige Unstimmigkeiten. Auf nichts mehr scheint Verlass zu sein, nicht einmal auf Schilder. 1062 según el GPS. No sé qué decir. Eso me pasa a mí. Lo hemos hecho. Joaquín nach Bermud. Un peregrino. La calavera se la ha cogido Lorenzo, te recuerdo. Sind das etwa Aasgeier, die da schon über uns kreisen? So weit kann unser Etappenziel doch gar nicht mehr sein. Otro peregrino.
Hier im Gebirge ist der Camino de Levante am schönsten und ich bin froh, hier zu sein. Hola, guapito. Am späten Nachmittag treffen wir endlich in San Bartolomé de Pinares ein, wo uns ein ausgeruhter Alfonso begrüßt, der schon seit Stunden hier ist. Er sagt, dass er noch weitergelaufen wäre, wenn wir nicht verabredet gewesen wären. So langweilig sei es ihm in dem kleinen Kaff bereits geworden. Aber jetzt sind wir da und tauschen unsere Erlebnisse der letzten Tage aus. Hace un poco de frío. No sé por qué saca un poco Alfonso. Para nada, ¿eh? Para nada.